Laut der Geschichtsschreibung ging das Römische Reich im 5. Jahrhundert unter. Doch für die Millionen Menschen, die bis zum Mittelalter in jenem lebten, wäre das eine große Überraschung gewesen. Das mittelalterliche Römische Reich, das wir heute Byzantinisches Reich nennen, entstand im Jahr 330 nach Christus. Damals verlegte der erste christliche Kaiser Konstantin die Hauptstadt des Römischen Reiches nach Konstantinopel, die er am Ort der antiken griechischen Stadt Byzantion gründete. Als die Westgoten 410 Rom plünderten und die westlichen Provinzen des Reiches von Barbaren erobert wurden, blieb die östliche Hauptstadt Konstantins weitere 11 Jahrhunderte Sitz vieler Generationen römischer Kaiser. Der Ursprung im antiken Römischen Reich verschaffte den Byzantinern einen technischen und künstlerischen Vorteil gegenüber seinen Nachbarn, die man als Barbaren betrachtete. Im 9. Jahrhundert staunten die Besucher von jenseits der Grenzen über die prächtigen Steinbögen und Kuppeln des kaiserlichen Palastes von Konstantinopel. Dessen Thron wurde von 2 goldenen Löwen flankiert, die dank einer versteckten Orgel brüllten, sodass die Gäste auf die Knie fielen. Goldene Vögel sangen von einem goldenen Baum. Die römischen Ingenieure nutzten sogar hydraulische Motoren, um den Kaiserthron in die Luft zu heben. Andere Aspekte alter römischer Kultur finden sich in der Kleidung der Kaiser, in traditionellen Militärgewändern und in Togen, sowie im weiterhin angewandten römischen Recht. Die byzantinische Arbeiterklasse lebte ähnlich wie die römische. Viele betrieben Landwirtschaft oder ein bestimmtes Handwerk wie Töpferei, Lederverarbeitung, Fischerei, Weberei oder Seidenherstellung. Natürlich ruhte man sich im Byzantinischen Reich nicht auf den Lorbeeren des antiken Rom aus. Dessen Künstler schufen Neues, gewaltige Mosaiken und kunstvolle Marmorarbeiten. Die Architekten bauten zahlreiche Kirchen, darunter die Hagia Sophia. Ihre Kuppel war so hoch, dass man sagte, sie hänge an einer Kette vom Himmel. Im Reich lebten auch große Intellektuelle wie Anna Komnene. Die kaiserliche Prinzessin aus dem 12. Jahrhundert widmete ihr Leben der Philosophie und Geschichte. Ihr Bericht über die Herrschaft ihres Vaters ist die wichtigste historische Quelle für die politische Geschichte von Byzanz zur Zeit des Ersten Kreuzzuges. Ein anderer Gelehrter, Leon der Mathematiker, erfand ein System von Leuchtfeuern entlang der Reichsgrenze, was das heutige Griechenland und die Türkei umfasst. Mit diesem 700 Kilometer langen System konnte der Kaiser innerhalb einer Stunde vom Rande des Reiches vor eindringenden Armeen gewarnt werden. Doch selbst das konnte das Reich nicht ewig schützen. 1203 schloss ein Heer französischer und venezianischer Kreuzfahrer ein Abkommen mit einem gewissen Alexios Angelos. Er war der Sohn eines abgesetzten Kaisers und versprach den Kreuzfahrern große Reichtümer und Unterstützung, wenn sie den Thron von seinem Onkel zurückeroberten. Alexios hatte Erfolg, aber nach einem Jahr rebellierte die Bevölkerung und er wurde abgesetzt und getötet. Seine unbezahlten Soldaten richteten ihre Wut gegen Konstantinopel. Sie legten große Brände, die unzählige Werke der antiken und mittelalterlichen Kunst und Literatur zerstörten. Etwa 1/3 der Bevölkerung wurde durch sie obdachlos. 50 Jahre später wurde die Stadt vom römischen Kaiser Michael Palaiologos zurückerobert, aber gewann nie mehr die Macht über das gesamte von den Kreuzrittern besetzte Gebiet. 1453 schließlich nahm der osmanische Sultan Mehmed der Eroberer Konstantinopel ein und besiegelte das Ende des Römischen Reichs. Trotz der osmanischen Eroberung nannten sich viele griechischsprachige Bewohner des östlichen Mittelmeerraums bis Anfang des 21. Jahrhunderts weiterhin Römer. Tatsächlich wurde der Begriff Byzantinisches Reich erst in der Renaissance zum ersten Mal verwendet. Damals wollten die Westeuropäer wieder an die Weisheit der Antike anknüpfen. Da die Existenz eines mittelalterlichen römischen Reiches darauf hinwies, dass manche Europäer den Kontakt zur Antike nie verloren hatten, wollten die Westeuropäer klare Grenzen zwischen den Epochen ziehen. Um das klassische lateinischsprachige heidnische römische Reich vom mittelalterlichen griechischsprachigen christlichen römischen Reich zu unterscheiden, benannten es die Gelehrten in Byzanz um. So wurde 100 Jahre nach seinem Untergang das Byzantinische Reich geboren. Verfolge den Aufstieg und Fall eines weiteren Reiches in diesem Video über die Osmanen. Abonniere unseren Kanal, um jede Woche etwas Neues zu erfahren.